Alfa Romeo, Ferrari, Alfa, Ferrari, was denn jetzt nun? Ja Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr sehen könnt, wieder ein schöner CMC und zwar ein ganz brandaktuelles Modell. Kam letzte Woche erst bei mir an und zwar der neue Alfa Romeo P3 Typo B. Hier mit der Startnummer 12 von dem Herrn Fagioli und wie ihr sehen könnt mit dem Ferrari-Logo. Warum das so ist, komme ich gleich zu. Erst zeige ich euch die Verpackung, wie immer, ja. CMC-typisch, die sind mittlerweile ja Standard, schon länger. Die gefallen mir auf jeden Fall gut, diese rote Boxen. Drin Zertifikat, ja, Anleitung zum Öffnen der Teile. Und das Ganze ist auf 1000 Stück limitiert, wie ihr sehen könnt. Und ich dachte mir, die haben, wie gesagt, eine ganze Reihe an Alphas rausgebracht, oder beziehungsweise bringen noch welche raus. Und ich dachte mir, das wäre wahrscheinlich auf jeden Fall eines der interessanteren Modelle, zumindest für mich. Ja, natürlich wegen dem Ferrari-Logo ist was Besonderes. Nicht zuletzt war der Alfa P3 eines der erfolgreichsten Grand Prix Rennwagen mit einem Sitz seiner Zeit und fuhr in der Spitze über 225 km/h. Stellt euch das mal vor, hier im Sitz, das ist ein bisschen zugig. Und Airbags gab es dort nicht. Ja Leute, jetzt grundsätzlich nochmal zur Klärung, warum ist hier ein Ferrari-Logo bzw. 2 auf diesem Fahrzeug ja angebracht. Und zwar, das hat eine ganz einfache Bewandtnis. 1933 geriet Alfa Romeo in finanzielle Schwierigkeiten und hat sein komplettes Renngeschäft, ja, der Scuderia Ferrari übergeben. Und die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, ihr Ferrari-Emblem dort zu platzieren. Ja, aber schauen wir uns nun das ganze Modell mal detailliert an. Ja, wenn wir uns die Front mal anschauen. Hier mit den ganzen Details, die hier gemacht worden sind. Ja, hier kann man natürlich lenken. Hier seht ihr die Nummer 12, ja, und in dem Gitter, ja, das ist echtes Metall, ja, sind wirklich also durchstochen und das ist nicht einfach so quasi dahinter aufgeklebt, sondern es ist wirklich hier drauf gemalt. Ja, hier, ja, wirklich sehr detaillierte Mechanik. Gerade beim Lenken, wie ihr sehen könnt, da bewegt sich hier die Stange mit. Ja, seht ihr das? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Hier sehen wir noch die Ankurbelwelle, ja, zum Anmachen des Motors. Sehr detaillierte Felgen natürlich. Hier mit Hand eingearbeitete Speichenfelgen. Die kann man auch abschrauben. Kommen wir zur Seite des Fahrzeugs. Und zwar sehen wir hier ganz präsent die Nummer 12, ja, Startnummer 12 mit Herrn Fagioli. Hier ein großer Metallträger. Und hier könnt ihr schon sehen, lugt schon ein bisschen vom Motor raus, 2 Aggregate. Und dazu kommen wir aber gleich. Ja. Die Motorhaube ist übrigens auch ja, sehr detailliert umgesetzt. Ja, das Ganze ist durchstochen hier. Ja. Und hier sind die Öffnungsmechanik. Das ist ein bisschen kompliziert, das zeige ich aber gleich noch oder erkläre ich euch gleich noch. Schauen wir uns das Heck an. Auch hier wurde wieder sehr detailliert gearbeitet, so wie man es natürlich kennt. Filzstützen hier zum Wasser- bzw. Benzinvertankung und Öl, die kann man öffnen. Ja. Auch hier die Aufhängung ist wirklich sehr detailliert, hier mit den Blattfedern. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also hier, da. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr detailliert gemacht. Hier die Trommelbremse kann man sehen. Ja, und das ist natürlich auf jeden Fall eines CMC würdig. CMC ist auch sehr stolz auf dieses Fahrzeug, weil das ist mittlerweile einer derjenigen, der die meisten Teile, glaube ich, auch hat. Gerade für diese Größe sind über 1800. Ja. Davon 85% laut CMC aus Metall gefertigt. Ihr wisst, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also je mehr Metall am Auto ist, desto besser eigentlich. Hier die andere Seite, ja, das ist auch noch eine Besonderheit. Und zwar der Auspuff, wie ihr sehen könnt, ja, kommt hier raus. Und hier, ja, das Ganze, da sollte man seinen Arm, sag ich mal, nicht ablegen, weil das könnte ein bisschen warm werden. Hier ist eine Verfärbung, beziehungsweise der Auspuff hier ist angelaufen. Das ist auch sehr detailliert umgesetzt worden. Und das ist noch so eine kleine Besonderheit von diesem Modell, ja, mit dem Ferrari-Logo. Und wir schauen mal hier rein. Ist auch sehr detailgetreu umgesetzt worden. Ja, das Lenkrad ist auch sehr interessant. Ja, ist das Holz? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, das würde ich gerne mal wissen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, fasst sich auch gut an. Hier der kleine Rückspiegel. Und im Boden können wir auch Details erkennen. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht, ja. Ich pausiere jetzt das Video und mache jetzt hier die Motorhaube auf. Und zwar hier bei den 2 Federhaken. Das ist aber ein bisschen kompliziert jetzt vor der Kamera. Weiß nicht, ob ich ein Video einblenden kann. Da zeige ich euch das mal, wie das so geht. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Ich sag mal, das ist der Detail, ja, der Teufel. Ja, der ist zu detailliert, sag ich mal, um es praktikabel mit solchen Händen aufzumachen. Ne? Ich meine, wenn ihr Zahnstocherfinger habt, dann geht das vielleicht, aber ich habe sie nicht. Ich zeige euch noch schnell den Unterboden hier.
Ja. Und wie ihr sehen könnt, das ist ja wirklich sehr, sehr detailliert, ja. Also beeindruckend, ja. Man kann die Bodenplatte hier auch entfernen. Ich mache das natürlich nicht, weil sonst sind die Schrauben weg und ja, ich habe dort immer 2 linke Hände, sage ich mal. Das überlasse ich anderen. Und ich denke, das ist auch so okay. Ne? Also man sieht wirklich die Details hier, wie das ausgearbeitet worden ist. So, ich habe es aufgekriegt. Ich gebe euch einen Tipp. Nehmt hier so eine längere Pinzette, ja, und greift so von unten nach oben rein und zieht das raus. Das geht am leichtesten. Ja. Und wir schauen jetzt hier mal rein. So. Unten kann man auch noch öffnen. Und man kann das Ganze hier runterklappen. So. Ist etwas kompliziert, ja, also wie gesagt, das ist zu vieles Guten, sage ich mal, also gerade für Grobmotoriker wie mir. Es ist nie so einfach, ja, also da, genauso wie bei den Gürtelschnallen, zum Beispiel beim Bugatti TT35, da würde ich CMC bitten, so ähnlich wie beim Schwarzen Prinz das gelöst worden ist, das ist viel einfacher, ja, wenn man so ein bisschen, man sollte das zwar an den Verschluss, ja, aber man macht dann irgendwas mit Magneten oder mit Haken, wo es dann etwas leichter geht, sage ich mal. Ich meine, klar, die wollen natürlich das 1:1 umsetzen, aber das ist wirklich, ja, für den geneigten Sammler manchmal dann doch zu viel. Das hier ist natürlich nicht zu viel, ja. Das ist ein wunderbar, sehr gut umgesetzter, detaillierter Motor. Ja, also hier mit dem Hauptaggregat und die Nebenaggregate, genauso wie die Verkabelung hier. Das ist wirklich, ja, top-notch, wie man sagen würde. Das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Also hier, da gibt es nichts zu meckern. Was soll ich dazu sagen? Ja, hinten, ja, das Blech, ja, sieht auch sehr, sehr gut aus. Also, ja, wie gesagt, bei CMC sind ja Motoren sowieso immer, glaube ich, die Highlights auch unter anderem. Falls gerade der Eindruck aufgekommen ist, der Wagen steht schief oder beziehungsweise der Reifen hier liegt in der Luft, dem ist nicht so, meine Unterlage ist irgendwie nicht ganz so gerade. Ja. Deswegen, nein, der steht auf allen 4 Reifen und die lassen sich auch natürlich bewegen. Ich hoffe, euch das hat Spaß gemacht, ja, das Video. Sagt mir gerne, ob ihr auch einen bestellt oder schon habt, würde mich interessieren. Achso, ein kleines Detail. Was mir aber auch noch wichtig ist, habe ich vergessen, und zwar der ganze Auspuff hier, ja, ist aus Metall. Ja. Also das war mir noch wichtig zu erwähnen. Das soll auch bitte so immer bleiben. Außer wenn das Original wirklich kein Metallauspuff hatte, dann von mir aus. Aber so, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Gebt mir einen Daumen nach oben bitte. Unterstützt den Kanal, wenn ihr in Zukunft noch weitere schöne neuen Videos sehen wollt von den ganzen hübschen Modellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.